Gestern noch absolute Ruhe. Herzlich willkommen in Marrakesch. Einen wunderschönen guten Morgen von unserem traumhaft schönen Stellplatz. Also wir waren ja in Agadir und sind von Agadir Richtung Marrakesch gefahren und sind jetzt noch ungefähr knapp eine Stunde von Marrakesch entfernt. Und wir haben ja einfach so einen kranken, schönen Spot gefunden. Das ist ein riesiger Schotterparkplatz am Fuß von einem See mit Blick auf den hohen Atlas. Und ich habe gestern auch schon kurz mit dem Local gequatscht. Der höchste Berg hier ist einfach 4167 Meter. Aber gönnt euch mal diese heftige Kulisse. Vor allem sind wir heute Morgen aufgestanden und es war alles so leicht vernebelt und so langsam jetzt, wo die Sonne höher steigt, geht auch der Nebel weg. Und es ist einfach so eine richtig ruhige und mystische Stimmung. Wir nutzen auf jeden Fall das gute Wetter und lüften mal unsere Matratzen aus. Wir haben jetzt überlegt, dass wir die einfach mal rausstellen und auch, dass sich der Schaumstoff wieder richtig verteilt, weil jetzt im Moment ist es so, dass in der Mitte so ein ganz leichtes Loch ist, da wo wir liegen, so eine Kuhle. Man muss dazu sagen, dass wir jetzt schon 2 Jahre auf dieser Matratze schlafen. Die Qualität ist auf jeden Fall richtig gut. Ich weiß noch, wir hatten damals eine, die war echt nach kurzer Zeit schon komplett durchgelegen und da konntest du die auch aufstellen, wie du wolltest. Die hat sich nicht mehr aufgerichtet. Ja, und wir sind an sich super happy mit unserer Matratze. Wir haben die damals maßschneidern lassen. Es hat sich auf jeden Fall gelohnt und wir verlinken die Matratzen oder die Seite auf jeden Fall mal unten. Ah, Leute, die Sonne ist so brachial am Scheppern und wir machen jetzt einen kleinen Verdauungsspaziergang. Ich habe heute so ein richtiges Touri-Hemd an, aber das ist so chillig. Erkennt mal von weitem, dass ich nicht hierher gehöre, ne? Arabisch ist so eine spannende Sprache. Du liest die ja zum einen von rechts nach links, also andersrum, wie wir es kennen. Und wenn man die begrüßt, sagen die das Hallo einmal rückwärts. Also man sagt Salam Aleikum und die sagen Aleikum Salam. Das ist schon cool. Das ist so krass. Boah, das ist so ein Kontrast, ne? Hier hinter mir Österreich. Und dann dreht man sich einmal rum und dann sieht es aus, wie man sich Marokko oder Nordafrika vorstellt. Das ist schon crazy. Der Unterschied zwischen hübsch und sehr alt und ich sag mal ganz vorsichtig ausgenudelt. Zwischen sehr kahl und sehr üppig. Und auch in der Kultur zwischen sehr modern und sehr traditionell. Das ist halt wirklich interessant. Also es ist höchst spannend. Also ich glaube, die paar Wochen, die wir jetzt in Marokko haben, die werden nicht reichen. Zumindest für meinen Geschmack nicht. Schreibt es mal in die Kommentare. Soll ich mal die Angel auspacken? PS, ich bin blutiger Anfänger. Ich habe das noch nie richtig gemacht. Aber wenn ihr Tipps zum Angeln habt, immer her damit. Jetzt zeigen wir euch mal, wie ich am Bus Hip Thrust mache. So Leute, Workout erledigt. Ich bin auch fix und fertig
wir haben ein cooles Gadget uns vor der Reise schon mitgenommen, was wir heute auf jeden Fall einweihen werden. Und das ist diese wasserfeste Handyhülle. Und wenn alles funktioniert, dann nehme ich dich gleich mit da unten ins Wasser mit meinem Handy und dieser Hülle. Boah, ist das so kalt, Leute. Mit dieser Aussicht. Brutal. Einfach nur brutal. Wie vielseitig die marokkanische Natur ist und die ganzen Landschaften, das ist einfach nur geisteskrank. Also für alle Naturliebhaber ist es, glaube ich, wirklich crazy. Auch so diese schneebedeckten Berge und so, die Sonnenaufgänge, die Sonnenuntergänge, die Natur, die Tiere. Es ist schon sehr wild. Ihr Lieben, es hat irgendwie doch alles länger gedauert heute. Es ist jetzt schon gleich dunkel und wir machen uns trotzdem jetzt auf, denn eine beste Freundin besucht uns und die holen wir dann heute Nacht irgendwann am Flughafen ab. Wir sind beim urigsten marokkanischen Grill gelandet, wo wirklich nur Einheimische sind und wo die Preise echt günstig sind. Und er hat einfach nur Fleisch und sogar die Soße ist mit Hackfleisch. Moi, Berber. Ich spreche wie ein Berber, weil das ist die zweite Sprache, die erste Sprache von Marokko. Und dieser Mann, der hat ein Lachen, das ist so krass ansteckend, also wunderschön einfach. Kann man das irgendwie falsch verstehen? Also du hast natürlich das schönste Lachen für mich, aber der hat so eine krasse Ausstrahlung, das ist der Hammer. Ja, halt im Dunkeln. Boah Leute, ich snack hier noch meinen geilen, ich weiß nicht wie man das nennt, aus dem Männerladen. Anna hat eben gesagt, das ist ein richtiger Männerladen, wo es nur Fleisch gibt und Brot. Und als Soße noch Fleisch mit in der Soße. So, das war einfach eine richtig geile Begegnung, weißt du, ich wollte nur random Wasser auffüllen. Unser Laden ist direkt neben diesem Brunnen. Das ist ja kein richtiger Laden, das ist eine Bude. Seine Bude ist direkt neben diesem Brunnen. Und da hat er mir extra das Wasser mehr aufgedreht. Sondern hat es halt gedauert, bis die Kanister voll waren. Dann bin ich hingegangen, habe so geguckt, was er hat. Es war richtig lecker dort zu essen und es war so eine richtig kulturelle Erfahrung. Aber es wurde noch krasser, denn dann waren wir natürlich da in diesem kleinen Zentrum und haben noch Wasser gebraucht, haben noch Obst und Gemüse gebraucht. Und beim Obst und Gemüse kaufen war es so eine richtig komische Begegnung so. Und Anna dachte, wir haben zu viel bezahlt. Und dann, weil wir dachten, wir wären abgezockt worden, sind wir mit den 2 Beuteln wieder zu Saids Bude gegangen, weil der so cool war. Und dann haben wir direkt richtiges Palaver, weil da waren noch 3 andere. Und dann haben wir die einfach mal gefragt, wie viel die dafür bezahlen würden. Und dann meinten die, der eine meinte 50, 50, 50, der wirkte auch am überzeugendsten, also 50 Dirham. Der andere am Hintergrund meinte aber so viel Gemüse und Obst, das sind 100 Dirham. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Wir wurden nicht abgezockt und wenn, haben wir maximal 1 Euro oder 10 Dirham mehr bezahlt. Wir haben noch richtig viel über die marokkanische Kultur erfahren. Und zwar das Arabisch, Berber ist die erste Sprache. Berber sagen die. Die zweite Sprache ist Arabisch, die dritte Sprache Französisch. Und dass wirklich die Berber als erstes hier waren, später erst die Araber kamen. Und dann die Franzosen und die Spanier. Und wir waren ja bei Agadir und Agadir ist so ungefähr die Grenze. Also alles, was nördlich von Agadir ist, war französischsprachig. Alles, was südlich von Agadir ist dann spanischsprachig gewesen, also bis zur mauretanischen Grenze. So, und Marokkaner sind sehr, sehr sprachbegabt. Es gibt viele Marokkaner oder auch welche, die 5, 6, 7 Sprachen sprechen. Und das liegt daran, dass sie im Kindesalter halt schon Berber, Arabisch sprechen, oftmals auch Französisch so als dritte Sprache. Und deswegen können die halt dadurch, dass die von klein auf mehrere Sprachen beherrschen, auch schneller neue Sprachen lernen. Vorne, hier in dieser Street, da sind wir heute Morgen ganz easy und entspannt durchgefahren. Aber jetzt wären wir ganz schön hier durchgekommen. Du darfst doch keine ruckartige Bewegung machen, sonst wirst du einfach umgefahren. Komplett wild, komplett wild.
Also ich bin auf jeden Fall froh, dass wir ein paar Tage vorher in Marokko schon unterwegs waren, um uns ein bisschen einzugrooven und anzupassen. Weil wenn du hier hinfliegst und kommst direkt so als Kleinstadt- oder Dorfkind hier in so eine Stadt, Alter, das ist schon wild. Das ist wirklich wild. The number. Okay. Number 1, number 2, number 3. You may work for number 6. Schaut euch das an, wenn ihr das riechen könntet. Ja. Also es ist auf jeden Fall wild hier. Jetzt ist es gerade mal eine Gasse, wo es ruhiger ist. Aber ich habe schon richtige Halsschmerzen und Kieferschmerzen, weil ich so brüllen muss. Den Hauptplatz haben wir jetzt mal abgecheckt, den schauen wir uns später nochmal im Dunkeln an. Und ja, jetzt suchen wir erstmal was zu essen. Also war gut, war echt gut. Alter. Macht das frei oder was macht das mit der Nase? Mhm. Macht die Nase frei? Der eine Dude mit der Tottenham-Jacke, der hat uns in seinen Laden geholt und dann hatten wir direkt alle Proben mit verschiedenen Parfums. Dann hat er uns die Gewürze gezeigt, hat die Gewürze frisch für uns gemahlen, hat uns dann sogar so einen Tee in die Hand gedrückt mit seinem Kollegen und wir dachten schon so, oh scheiße. Dann habe ich probiert, weil wir einen Tee halt hatten, was zu kaufen, und zwar wollten wir eigentlich Gewürze kaufen, aber haben dann halt ein bisschen mit dem Preis verhandelt und der war einfach stur. Ich habe so ungefähr ein Drittel vom Preis genannt, er meinte so, nö. So, und dann meinte er, kein Problem, sorry, I'm rich, no problem, you can go, I give you this. Wirklich, so meinte er doch, ja, ich bin so reich, kein Problem, nimmt den Tee, geht, mit dem Preis gehe ich aber nicht runter. Ich habe hier viele Shops in Marrakesch. So, auf jeden Fall sind wir jetzt saufroh, weil das waren so viele Eindrücke, dass wir jetzt mal hier wirklich typisch klassisch marokkanisch chillen können, dass wir endlich was essen können, und ich brauche auf jeden Fall Essen, damit mein Nervensystem ein bisschen runterfährt und die ganzen Eindrücke so ein bisschen zumindest verarbeitet werden können. Deswegen gibt es jetzt ein geiles Essen, was wir uns zu dritt teilen. Jeder kriegt einen geilen Minztee und ich freue mich schon richtig auf das Classic Traditional Essen. Wir stehen hier mitten auf dem Jame El Fna. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Das ist hier der Hauptplatz, wo auch schon alle marokkanischen Einheimischen sagen, hier ist jeden Tag Festival. Tagsüber ist das Ding echt entspannt, aber man merkt jetzt, die Sonne geht langsam unter und so langsam wird es hier trubelig. So Freunde, wir stehen hier vor der Koutoubia-Moschee und die ist weltweit bekannt und zeichnet auch so ein bisschen das Stadtbild von Marrakesch. Ein spannender Fakt, das Minarett der Koutoubia-Moschee ist das höchste Gebäude von Marrakesch mit stolzen 77 Metern. Und ich finde den Anblick echt schön. Wir sind leider ein bisschen zu spät. Wenn die Sonne untergeht, beten hier alle Muslime auch vor, aber das haben wir leider verpasst, weil wir ein bisschen zu sehr getrödelt haben. Unser Kopf ist auf jeden Fall voll. Wir haben uns jetzt gerade noch ein paar Süßigkeiten gegönnt. Unter anderem marokkanisches Baklava. Genau, ein paar Leckereien von hier. Und gehen jetzt in das Hotel von unserer Freundin und werden den Abend ganz entspannt in Ruhe ausklingen lassen. Was hast du denn da gekriegt?
Seine Berberin. Und hier bestätigt sich für mich das, was ich in Marokko die ganze Zeit schon sehe, dass überall, egal wo man hinschaut, sei es an der Decke, sei es in die Ecke, sei es auf dem Boden, sei es auf die Möbel, überall sind richtig krasse Details und das ist echt schön, was die Marokkaner für eine Handwerkskultur haben. Also Ja. da bin ich jedes Mal von beeindruckt und wie die das Holz bearbeiten, wie die mit den Werkstoffen umgehen, das ist schon einmalig. Also ich finde, das hier ist wirklich ein Muss in Marrakesch. Nur ich würde wirklich früh hingehen, weil das ist echt sehr, sehr voll und ich bin gerade mal froh, dass wir hier in diesem kleinen Räumchen mal kurz durchatmen und ein bisschen was in die Kamera erzählen können. Also ganz ehrlich, so diese richtige Medina von Marrakesch hat auf jeden Fall einen ganz eigenen Vibe und hier vermischt sich wirklich alles. Tourismus, Tiere, dann auf jeden Fall auch hier die Kisten, die hier gerade so durchpassen. Eieiei. Das ist auch auf einen Zentimeter genau abgemessen hier mit seinem Handkarren. Dann fahren auch die Mopeds hier durch. Aber es ist wirklich entspannt. La shukran. مرحبا بك ويلكم. Merhaba. Danke. Different. Would like to smell the cinnamon. Ja, Zimt. Ah, Zimtdessert. Ja, das Zimt. Oh, das ist auch geil. Uiuiui. So Freunde, über den Dächern von der Medina in Marrakesch beenden wir das heutige Video. Marrakesch ist sowas von eine Reise wert. Es ist wirklich so krass kontrastreich. Ich glaube, genau das sorgt dafür, dass diese Stadt einen einzigartigen Vibe hat. Ich würde definitiv in 1-2 Jahren nochmal herkommen und das nochmal auf mich wirken lassen. Aber ihr müsst euch natürlich darauf einstellen, dass es verdammt nochmal trubelig und wild hier ist. Wenn ihr mehr von uns sehen wollt, abonniert gerne den Kanal und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüssi. Tschaußen.